Genau, wir sehen nicht selten 18, 19, 20-jährige Patientinnen, die noch keine Kinder haben, die gerade so am Anfang quasi ihre sexuellen Erfahrungen stehen, auch eben Kontakt mit Männern haben und die dann eben auch die Brust als Objekt empfinden oder auch als Identifikation. Zuerst, wenn die Patientinnen kommen, werden sie untersucht. Man muss verschiedene Maße machen, man muss Abstände messen, man muss die Basis von so einer Brust erfassen und insgesamt alles, was zu so einer Brust dazugehört. Ebenso die Anamnese, wann dann die Brust angefangen hat zu wachsen, wie auch die Brüste in der ganzen Familie sind und ob denn die Brust immer noch wächst oder ob sie schon lange zum Wachstumsstillstand gekommen ist. Die meisten jungen Patienten kommen mit dem Wunsch, eben größere Brüste mit Implantate zu bekommen. Und da muss man als junger Mensch sehr, sehr aufpassen. Wir haben mittlerweile ganz, ganz viele unterschiedliche Implantate. Wenn man nämlich jung sich Implantate einsetzen lässt, kann das sein, dass man im Leben noch mindestens 3-mal dieses Implantat austauschen lassen muss. Warum? Wir haben einmal die Kapselfibroserate, das heißt, um jedes Implantat rum, das ist jetzt hier so ein rundes Implantat, was wir haben, um jedes Implantat herum bildet sich eine Kapsel, also so eine bindegewebige Schicht, die das Implantat quasi vom Körper fernhält. Jede Kapsel ist nicht gleich schlimm, weil es bildet sich immer eine Kapsel, aber diese Kapsel kann fest werden und kann das Implantat einpacken und zu Schmerzen führen und die Formveränderung und hässlich werden. Das nennt man dann Kapselfibrose. Wenn es zu einer starken Kapselfibrose kommt, muss das Implantat auch entfernt werden. Wann das passiert, kann man nicht sagen. Das kann nach 6 Monaten passieren. Das nennt sich dann frühe Kapselfibrose. Das kann aber auch erst nach 20 Jahren kommen, wo man eigentlich das nicht mehr richtig titulieren kann, wie sich das benennt. Aber manche Ereignisse, wie zum Beispiel schwere Traumata, dass man beim Skifahren hinstürzt oder die Treppe herunterstürzt oder einen Schlag auf die Brust bekommt mit einem blauen Fleck, können die Kapselfibrose indizieren. Ebenso sagt man, dass die Implantate, die wir eher früher genommen haben, das waren makrotexturierte Implantate, also Implantate, die eine ganz grobe Struktur haben, dass die mehr die Kapselfibrose jetzt hervorrufen, wie jetzt die neueren Implantate, die zwar auch eine Texturierung haben, aber nur noch mikrotexturiert. Das ist zum Beispiel auch eine Diskussion, die unter Plastiken seit vielen, vielen Jahren geht. Nimmt man jetzt ganz glattwandige Implantate und lässt die Patienten ein halbes Jahr massieren? Nimmt man mikrotexturierte oder makrotexturierte? Jetzt momentan, 2024, ist der absolute Trend, mikrotexturierte Implantate zu verwenden. Also eine junge Patientin hat das Risiko, dass sie noch mindestens 3 Operationen in ihrem Leben hat, auch abhängig davon natürlich, wenn sie Kinder bekommt, verändert sich die Brust auch wieder, sodass sie damit rechnen muss, einfach noch mehrere Folgeoperationen zu haben. Ja, die Alternativen zu Brustimplantaten, wir haben Gott sei Dank welche, muss man sich auch die Form anschauen. Wenn eine junge Frau schon eigentlich sehr hängende Brüste hat, ist es immer erstmal sinnvoll, die Brust zu straffen. Und wenn dann die Brust insgesamt eigentlich von Anfang an schon zu klein ist, kann man Brüste auch mit Eigenfett vergrößern. Das heißt, irgendwo am Körper gewinnen wir Fett und injizieren dann das Eigenfett in die Brust. Das hat den extremen Vorteil, dass das Eigenfett natürlich ist und dass die Patientin nicht nochmal eine zweite OP braucht. Das Eigenfett verhält sich wie das normale Fett im ganzen Körper und die Patientin können auch komplikationslos stillen oder schwanger werden. Ein Problem gibt es bei Eigenfett, dass die Patientin genug Eigenfett haben muss. Ich meine jetzt
Oft sind Patientinnen sehr, sehr schlank und haben keine Brust und kein Fett. Dafür gibt es einfach keine Alternative zu den Implantaten. Ja, also das ist alternativlos. Aber manche Patientinnen haben wenig Brust, dafür aber an der einen oder anderen Körperstelle etwas zu viel Fett. Und da sind eigentlich die Patienten sehr gut geeignet, ihre Problemzone zu beseitigen und damit eine andere Körperregion, zum Beispiel wie die Brust, mit dem Eigenfett wieder aufzubauen. Ich empfehle Eigenfett dann, wenn man bewusst sagt: „Ja, ich habe eine Körperstelle, die viel zu disproportional ist und die kann ich dann eben mit dem Eigenfettbehandlung gleichzeitig korrigieren.“ Ich empfehle auch Eigenfett, wenn 'ne Patientin sagt: „Ja, mein Busen ist eigentlich gar nicht so schlecht, der ist mir leider ein bisschen zu klein, vielleicht so ein halbes Körbchen um den Shape. Ich kann im Dirndl kann ich mir kein Dekolleté pushen, weil mir einfach oben die Brust zu sehr einfällt.“ Wenn eine Patientin jetzt aber sagt: ich möchte wirklich definitiv 2 Körbchen größer und ich mag keinen Stress und ich mag auch nicht, dass sich da was abbaut, sondern ich mag Brüste, die stehen und die wirklich, vorhanden sind, dann empfehle ich auf jeden Fall Implantate. Nur jeder muss eben wissen, dass es zu Folgeoperationen kommen kann. Beim Eigenfett gibt es einen kleinen Nachteil, den aber Radiologen gut erkennen. Es können sich Fettzysten oder auch sogenannte Ölzysten bilden. In dem Bereich, wo man das Fett eingespritzt hat, können sich kleine Fett- oder Ölzysten bilden. Die könnte man entweder abpuntieren, aber jeder Radiologe und Gynäkologe der Welt erkennt, dass das gutartige Zysten sind, die manche Frauen von Haus aus in der Brust haben.